Hallo und willkommen zurück zu Stories. Wir sollen den Iblisstein zurückholen. Und das machen wir dann auch mal. Also ich glaube, hier war nichts. Nö, da ist nichts. Können wir hier runtergehen. Und da müssen wahrscheinlich wieder irgendwelche Gegner, glaube ich, ankommen jetzt. Oder auch nicht. Waren wir da eigentlich schon mal drin? Ja, ne? Da waren wir, glaube ich, auch schon. Ja, da waren wir schon mal. Ich entsinne mich gerade. Wobei, da müssen wir eigentlich nochmal hingehen, weil wir da, glaube ich, wieder ein paar von diesen Dings kriegen. Von den, ja, Ärzten. So, was machen wir hier noch weiter? Was hätten wir da denn noch? Das ist noch nicht frei. Ach, Hakenschutz Schaden 3. Ja, schön. Was hat die hier? Was haben wir hier? Ultimatives Schwert Fu. Sollte ich vielleicht auch mal aktivieren. Oder ich sollte vielleicht mal hier noch was anderes machen. Was ist das hier? Greifen und Schaden verursachen. Erhöht die maximale Schwertenergie. Ja, das ist auch nicht so. Maximale Ausdauer. Da haben wir nochmal eine Steigerung. Ja komm, ich mach nochmal hier den Haken. Kann ja auch gar nicht verkehrt sein. Kommt man dann nochmal irgendwie hin oder so? Oh, Kiste. Die nehmen wir natürlich, ne? Hallo. If only he had a portal onto the Emperor's ship, this would be a short war. Aua. So, auch weggeranzt. Und weiter geht's. Ach, sind wir wieder auf dem Schiff? Ja, schön. Wieder mal auf dem blöden Schiff hier. Gibt es irgendwo Heilung oder so? So ein paar Äpfel? Ja, sieht mir nicht so aus. So, wieder das Schild da weggeranzt. Braucht ja auch keiner mehr. Eigentlich. Ja. Natürlich. So, hier rüber. Hinter dem Zauberer. So, ist der nicht weg. Der kann nämlich schon ein bisschen nervig sein. Zack, vom Schiff geschmissen. So gehört sich das. Wieder nichts drin. Wo ist denn mein Heilschwert? Hier. Sollte ich vielleicht auch mal aktualisieren, weil dann hält er wahrscheinlich auch länger. Also ich kann mich länger heilen dann wahrscheinlich. Ist glaube ich auch gar nicht so verkehrt. Mal wieder so Affen. Oh, das war der falsche. So, die sind auch weg.
Können wir ja weiterfahren. Was kommen die Kackdinger wieder hier? Die blöden Kanonen. Ah, geht ja noch. Das geht ja noch. Reynador noticed that some ravens were starting to ignore him. Just running away. Who were they running from? Some hero of the revolution? If some other so-called hero of the revolution had the stone and tried to take his victory and his medals, Reynador was gonna be seriously pissed off. He was the hero, not some other bozo. Ja, ich bin der Held, nicht irgendjemand anders. So, erstmal das Ding angehalten, damit ich hier rüber her kann. Ah, war klar. Aua. Ich hätte mal ein Eisschwert mal nehmen sollen. Oh ja, aber wir haben es ja geschafft. So, hier mal Heilung drin. Ja, ein Apfel. Toll. Das bringt es jetzt auch. Ein so ein blöder Apfel, ey. Der bringt doch gar nichts. Eigentlich null. Und wieder welche. Scheiße. Ich sag ja, ich muss mein Eisschwert nehmen. Du bist tot. Ja, macht nix. Komm so wieder. So, warte mal. Hier, das Schwert nicht, das. So, das wäre dieses. Bäh. Voll die Kanonen hier, ey. Ist ja gar nicht schön. Na, da waren sie das, glaube ich, aber... Ich glaube, das waren sie jetzt auch. Guck mal, schon auch so ein paar Peoples hier. Oder auch nicht. Was war das? Achso. Ja, okay. Dann haben wir hier wieder was. Da kommen wieder welche, war klar. Aua, hat er mich auch noch getroffen, ey. Der Sack. Ja, noch mehr? Kommen da noch mehr oder nicht? Wahrscheinlich ja nicht. Muss ich da jetzt reinlaufen? Finally, Reynador came to the Emperor's ship. Zenobia lay dead in front of it. The ship was a wreck. Ravens lay dead, sprawled everywhere. Bloody feathers spattered across the deck and the dock. The council speaker came out. She was waving a sword around like a flag. "Look at me, Reynador!" she croaked. The Iblis stone on the sword was black as coal. "Now I will be Empress, and all shall tremble before me," she croaked. So the stone had her. It was in her brain, whining for blood. "I'm afraid I can't allow that," said Reynador, and moved to fight her. Toads are not usually good with swords. Something about the footwork. And the council speaker was not even a warrior. She was always tripping over things, which is quite an impressive achievement when you're a toad. Yet somehow, she was pressing Reynador backwards as he desperately tried to keep her sword away from his throat. "Look, why don't you keep the stone?"
he asked. You deserve it. Blood and souls for Iblis, she croaked. Blood and souls. She got under his guard with her sword. It was just the tip. But sometimes just the tip is enough. He could feel his soul being sucked into the stone. As he died, he felt embarrassed more than anything else. Ja, toll. He should go back to some of the choices he'd faced before. Maybe there were new paths that had opened up. Like those doors he was opening up all over the map that took him to new treasures and around his enemies. And he hadn't learned anything new this time. He'd done the same thing twice, yet expected a different outcome. Tja, wieder was Neues dazugelernt, ne? Für eine Handvoll Dukaten. The book's pages fluttered to the beginning once again. Faster than before? And he fell. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Reynador knew that using it could go catastrophically wrong. But he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it. To take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course, Reynador had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. But could Reynador really leave an old friend to the Ravens? Ja, die drei Sachen haben wir eigentlich schon alle gemacht. Und müssen wir jetzt wieder machen? Ich weiß nicht. Also, ich meine, es ist ja ein sehr schönes Spiel, wa? Aber jedes Mal die gleiche Geschichte spielen, wa? Nur mit einer kleinen Änderung. Ich weiß nicht, ob ich wirklich weitermachen soll. Das haben wir davor gemacht, das danach. Finde den Tempel. Und den Ibelstein haben wir letztens ja auch schon geholt. Oder wir bauen nochmal den Sky Ripper zusammen. Ja, ich weiß es nicht. Nehmen wir nochmal Sky Ripper. Ich beende dann das Let's Play damit erstmal. Es sei denn, jemand sagt, hör mal, spiel doch mal weiter. Versucht jede Geschichte rauszubekommen, dann werden wir weiterspielen. Nur im Moment, naja. Ja, kennen wir doch schon. Weil es wiederholt sich ja jedes Mal alles, ne? Und ich weiß nicht. Also. Wie gesagt, ich werde es erstmal beenden. Erstmal vorläufig. Und falls jemand sagt, hör mal, ich würde es gern weitersehen, so wie ich es da durchspiele, dann kann ich mich nochmal da hinsetzen. Ja, komm, hier kennen wir schon. Die Geschichte, ne? Was wir machen müssen. Und ja, Gehäuse des Sky Rippers holen. Und damit würde ich sagen, beende ich das Ganze mal. Und nochmals, wenn es jemand sehen will, wie ich es weiterspiele, oder wenn ich es weiterspielen sollte, dann soll er sich melden. Und dann werde ich nochmal weiterspielen. Aber im Moment, weiß ich nicht. Also, es wiederholt sich jedes Mal alles. Man kann die alle Geschichten eigentlich nochmal durchspielen und nochmal, nur mit immer einer kleinen Änderung, wo man dann wieder woanders landet, was man auch schon gespielt hat eigentlich. Und ja, ich weiß nicht. Ob da wirklich so der Bringer ist, naja, wir werden es ja sehen, ob jemand da Lust zu hat. Also, ich hoffe, ihr habt trotzdem so wenig ein bisschen Spaß gehabt dabei zuzusehen und ja, freue mich immer wieder auf Kommentare und wir sehen uns bestimmt im nächsten Video wieder in irgendeinem anderen. Bis dahin sage ich mal Tschüss.